So, hallo zusammen. Heute zeigen wir euch mal hier den Centerpark in Zandvoort. Ja, Schöner kleiner, nicht kleiner, großer ja, Centerpark, direkt am Strand. Und wir gehen mit euch mal durch jetzt und zeigen euch, was es hier alles so gibt. genau. So, hier ist schon mal der Eingang. Auch die Einfahrt. Hier vorne habt ihr die Rezeption. Ja. Und wir gehen mit euch jetzt mal hier rein. Hier habt ihr auch genug Parkplatzmöglichkeiten. Hier rechts habt ihr Fahrradleihcenter. Zeigercenter bekommt ihr auch hier die wildesten Fahrräder. Wie hier zum Beispiel sowas. Voll cool. Voilà. Vorsicht. Kurz hinterm Eingang habt ihr hier die ersten Häuschen direkt am Wasser. Da kann man auch mit dem Tretboot fahren. Hinten ist ein Spielplatz. Sehr viele Fahrradfahrer hier, da muss man echt aufpassen, gefährlich. Und Spring Celebration wird es hier geben. Hier ist der Market Dome und das Schwimmbad drin. Das schauen wir uns jetzt gleich auch mal an. Hier eine kleine Minigolfanlage. So, und hier habt ihr den Eingang zum Market Dome. Da gehen wir jetzt mal rein. Da findet sich meistens das Schwimmbad. So ein bisschen kleine Restaurants, ein paar Shops. Schauen wir uns mal an. Direkt wenn er reinkommt, habt ihr hier überall so Palmen. Fühlt sich an wie im Dschungel. Das ist direkt so ein kleiner Shop. Genau, hier oben ganz hell durch das Dach. Da kommt überall Licht durch jetzt. Und Mittag ist ein Essensparadies. Hier ist noch so ein kleines Restaurant. Und hier geht es zum Schwimmbad, zum Aquamundo. Hier ist auch noch so ein kleiner Bekleidungsshop. Da hinten bekommt er Bälle. Wir laufen jetzt mal Richtung Schwimmbad hier und schauen uns das Ganze mal an. Hier ist so eine kleine Bühne hier im Market Dome. Da ist so heute Abend, ja, findet wohl irgendwie was statt. Ein kleines Konzert, Musik oder irgendwie sowas. Hier ist auch recht schön. Ein kleiner Streichezoo für Kinder. Hier ist so einen kleinen Bauernhof aufgemacht. Da hinten liegt ein Schaf. Eine Ziege steht da. Ja. Genau, und hier habt ihr so Hütten. Jetzt anscheinend nicht. So, hier habt ihr nochmal einen Kinderspielplatz. Hinten im Hintergrund seht ihr Aquamundo, das Schwimmbad. Und hier ist noch ein weiterer Schwimmbad. Schöner Spielplatz wieder. Da hinten habt ihr Häuser am Wasser direkt. Und jeder hat einen eigenen Grill. Voll süß gemacht. Kleiner Minigolfpark hier noch. Das liegt alles hier am Schwimmbad. Und habt ihr auch nochmal so einen Imbissbereich, da könnt ihr draußen sitzen. Wie gesagt, und hier halt der kleine Fluss, der hier rundherum rumgeht. Nicht schwimmen. Und hier nochmal der Spielplatz von der anderen Seite. Und am Wasser könnt ihr auch hier Tretboot fahren. Hier vorne ist so ein Verleih von so einem Vierer-Fahrrad. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt schimpft. So, wie gesagt, der ganze Getue ist hier direkt am Market Dome. Minigolfplatz, Spielplätze, die Tretboote. Und da hinten könnt ihr schon sehen, hinter den Häusern, hinter den Bäumen sind schon so ein paar Häuser. Und hier habt ihr auch so ein paar. Gibt es ja in verschiedenen Größen. 4 Personen, 6, 8 und so weiter. Wir gehen jetzt mal die Straße hier runter. Da im Hintergrund, wo die höheren Häuser sind, da geht's zum Strand. Gibt ja auch noch das Hotel hier. Center Parks Hotel ist ja eher selten. Normalerweise sind ja so Häuschen, aber hier gibt es auch ein Hotel. Und ihr habt überall hier so, wie üblich, so Wegweiser auch. Und hier ist der Weg zum Strand und zum Hotel. Und da laufen wir jetzt mal lang mit euch. Sind hier überall auch die kleinen Dünenausläufer. Irgendwie ist da direkt ein Dünen gebaut hier am Rand.
Hier so ein kleiner Fußballplatz. Schick gemacht, eingezäunt hier mit so Stahltore und Kunstrasen. Da seht ihr, der Weg zum Strand. Der geht schon ein bisschen bergauf. Ja, aber ihr habt die Möglichkeit hier daneben, sind einmal Treppen und daneben habt ihr halt auch so für Kinderwagen, ja. Fahrrad, Rollstuhl, kommt man da auch hoch. Geschoben. Ja, wenn du geschoben wirst, ja. Also auch behindertengerecht. So, jetzt nochmal ein Blick auf die Anlage hier. Jetzt sind wir genau am Ausgang von dem Strandweg. Schöner Ausblick. Hier habt ihr das Schild, damit ihr auch wisst, wo ihr seid. So, wenn wir jetzt hier rüber schwenken, seht ihr in die Häuser und dahinter ist auch schon der Strand an dem Hausende. Und hier ist nochmal, der gehört auch noch zum Centerpark. Da hinten groß ist tatsächlich das Hotel, Centerpark Hotel. Und hier vorne ist noch so ein bisschen, da seht ihr da, Bowling, Squash, Trampolin. Da gehen wir auch nochmal rein und gucken mal, ob wir da auch ein bisschen. Auch viele Aktivitäten. Ja, hier kann man wirklich viel machen. Kostet natürlich ein bisschen was. Aber kriegst auch viel geboten. Ja, auf jeden Fall die Möglichkeit. So, ihr seht das Hotel von der Rückseite nochmal. Weiß nicht, ob ihr das Meeresrauschen schon hört. Da unten ist der Eingang. Oh, hier riecht es aber auch nach irgendwas. Steht auf Strand. Altes Wasser, genau. Und hier könnt ihr halt parken. Eigentlich kommt man von der anderen Seite hier rein. Hier sind halt diese Vergnügungsparks, Zeugs, ja, Bowling und ähnliches. Aber da wird gerade umgebaut. Wir schauen mal, ob wir hier reinkommen. Hier habt ihr aber natürlich noch mehr Parkplatzmöglichkeiten. Es ist nur direkt vom Hotel und dahinter auch. Ich glaube, das sind tatsächlich die vom Hotel hier. Da unten, die waren, glaube ich, vom Park. Die am Park parken. Hier können die Leute halt parken vom Hotel. Und wenn ihr jetzt hier guckt, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennen kann. Da kommt das Meer. Da ist schon das Meer. Ja, das heißt, wenn ihr hier im Hotel seid und habt einen Blick zum Meer, also seid ihr oben raus im Meer seid, habt ihr auf jeden Fall mehr Blick dann. So, und wir gehen jetzt mal hier rein. Schauen wir mal. So, genau, hier seht ihr die Squashplätze. Hier ist so ein ganzer Gang. Bis hinten hin. Und wie gesagt, normalerweise kommt er da hinten rein, geht jetzt aber nicht, weil da große Umbaumaßnahmen stattfinden. Ja? Könnt ihr mal hier filmen. Aber Squashplatz kennt ihr ja bestimmt. So, hier hättet ihr normalerweise den Eingang. Da wird zurzeit umgebaut. Und da seht ihr, ist die Bowlingbahn. Und hier habt ihr so einen Kinderparadies-Kletterpark. Action Desk. Und dahinter ist noch ein Trampolinpark. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir den durch die Scheibe sehen können. Hinten im Hintergrund seht ihr den Trampolinpark hier. Verschiedene Trampolins, ich glaube auch welche an der Wand oder hochkant. Und wenn er am Hotel rauskommt, wie gerade schon gezeigt, hört er schon das Meeresrauschen. Ja, ihr Lieben, das war Centerpark? Sandboard. Genau. Sowohl der Park wie auch das Hotel haben wir euch ein bisschen gezeigt. Ihr seht, hier gibt es einiges zu erleben. Genau, also für Kinder ein Paradies. Aber teilweise mit Extrakosten auch noch. Genau. Aber man muss halt nicht fahren. Richtig, man hat alles vor Ort. Wir waren auch schon in anderen Parks, jetzt wie Rompot und ähnliches. Habt ihr ja vielleicht auch gesehen, die Videos. Und Centerparks ist zwar teurer, aber man kriegt natürlich mehr geboten hier. Genau. Ne? Also ist wesentlich mehr da. Auch wieder das Schwimmbad, da konnte ich leider nicht filmen. Ihr wisst ja, Leute, Bikini und so, ist halt so eine Sache. Aber da könnt ihr euch gerne im Internet angucken. Auf der Seite vom Centerpark Zandvoort hier. Schreibt mal gerne rein. Genau. Wart ihr schon hier? Ich war, glaube ich, jetzt, habe ich ja Anna gerade schon gesagt, 3-mal oder 4-mal hier. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Genau. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ja, seitdem ich das letzte Mal hier war, hat sich aber einiges verändert. Haben ein bisschen umgebaut und sind jetzt vorne auch wieder am Renovieren. Wie ihr seht, es ist windig. Ja, es ist sehr windig hier. Ich habe auch einmal im Hotel übernachtet, eine Nacht, und ansonsten war ich in dem Park gewesen. Und ja, der Park, einfache Häuschen halt, ne, ist ein ganz normaler Park. Groß. Und das Hotel ist schon ganz vernünftig hier. Und gerade wenn ihr vorne den Blick raus habt, ist das echt schön. Da könnt ihr euch abends noch hinsetzen, könnt da Meer gucken oder morgens. Schon eine schöne Sache. Das Hotel sieht echt gemütlich aus. Na gut, dann viel Spaß beim Reisen. Falls ihr mal hier ankommt, dann viel Spaß. Bis dahin, tschüss. Ciao.